Übersicht. Im Jahr 1971 als glaubensübergreifende Wohltätigkeitsorganisation gegründet, beschreiben sichergestellte Dokumente die Mission der Manna Charitable Foundation, zu Deutsch Manna Wohltätigkeitsstiftung, als das Teilen von Gottes Wundern mit den geringsten seiner Kinder. Indirekt durch Verbindungen zu verschiedenen wohltätigen und religiösen Organisationen finanziert und gelegentlich öffentlich von wohlhabenden Philanthropen oder akademischen Institutionen gelobt, ist das primäre Vorgehen der Stiftung seit ihrer Gründung die freie Verteilung anomaler Objekte oder deren Beiprodukte zu Zivilisten in verarmten Regionen der Dritten Welt oder in Gebieten, die von Krieg, Hungersnot oder Naturkatastrophen geplagt werden. Die Stiftung wird von den Vereinten Nationen zurzeit als nicht-politische Organisation aus den Vereinigten Staaten angesehen und ist bekannt dafür, legal und illegal in mehreren feindlichen oder isolierten Regionen außerhalb des Einflusses der Foundation zu operieren. Während bislang noch keine SCPs von der Stiftung verteilt wurden, um absichtlich Menschen oder Gemeinden zu schaden, und festgenommene Agenten der Stiftung starken Pazifismus demonstrieren, haben Eindämmungsbrüche, die mit der Gruppe in Verbindung gebracht wurden, häufig in Opfern oder Bedrohungen des globalen Status quo geführt, aufgrund unvorhergesehener Konsequenzen und/oder einem Eifer, potenziell hilfreiche Objekte augenblicklich und ohne genaue Untersuchungen ihrer Langzeiteffekte zu verteilen. Einführung: Die Fassade der Wohltätigkeit. Die Manna Charitable Foundation präsentiert sich der Welt als eine humanitäre Hilfsorganisation, deren Aufgabe es ist, Gottes Wunder mit den geringsten seiner Kinder zu teilen. Dieser Satz, wörtlich aus sichergestellten Dokumenten entnommen, steht im Zentrum ihres Selbstverständnisses. Nach außen wirkt die Gruppe wie eine gewöhnliche Wohltätigkeitsstiftung. Doch ihre Aktivitäten weisen eindeutig auf eine tiefere, anomale Ebene hin. Immer wieder tauchen Berichte über Interventionen auf, die mit normalen Mitteln nicht zu erklären sind. Und genau diese Mischung aus Spiritualität, Wohltätigkeit und Anomalie macht die Manna Foundation zu einer der ungewöhnlichsten Interessensgruppen, mit denen die SCP Foundation in Kontakt steht. Ursprünge und Struktur. Die Manna Charitable Foundation wurde im Jahr 1971 gegründet. Offiziell als glaubensübergreifende Wohltätigkeitsorganisation mit einem Fokus auf humanitäre Hilfe. Ihre Finanzierung ist verschleiert, aber nachweislich weit verzweigt. Indirekt unterstützt durch zahlreiche wohltätige und religiöse Gruppen, gelegentlich auch öffentlich gelobt von wohlhabenden Philanthropen oder akademischen Institutionen. Auffällig sind jedoch die vielen kleinen, autonomen Zellen, die unabhängig voneinander arbeiten und deren Leitungsstrukturen kaum nachvollziehbar sind. Diese Dezentralisierung ermöglicht es der Organisation, schnell und flexibel weltweit zu agieren, auch in Regionen, in denen andere Organisationen keinen Zugang haben. Die Rolle des Anomalen. Der Kern der Manna Foundation ist ihre Nutzung anomaler Objekte, oder genauer gesagt, die freie Verteilung dieser Objekte und ihrer Nebenprodukte an Zivilisten. Die Gruppe ist dafür bekannt, große Mengen medizinisch, logistisch oder physikalisch unmöglicher Güter auszuteilen. Das Spektrum reicht von Wunderheilungen bis hin zu Nahrungsmitteln, die sich auf unerklärliche Weise vermehren oder nicht verderben. Wichtig ist hierbei, die Manna Foundation verfolgt dabei keine bösartigen Absichten. Im Gegenteil, festgenommene Mitglieder zeigen durchgehend pazifistisch-humanitäre Ideale. Es gibt keine bekannten Fälle, in denen die Organisation absichtlich Schaden verursacht hätte. Doch genau darin liegt die Gefahr. Der übermäßige Eifer, Hilfe sofort und ohne Prüfung zu leisten, führt häufig zu unvorhersehbaren Nebenwirkungen. Mehrere Eindämmungsbrüche der Foundation sind auf vorschnell verteilte Objekte zurückzuführen. Situationen, die zwar aus Mitgefühl entstanden, aber dennoch globale Instabilität erzeugten. Internationale Bewertung und Einsatzgebiete. Die Vereinten Nationen stufen die Manna Charitable Foundation offiziell als nicht-politische Organisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten ein. Allerdings ist sie bekannt dafür, sowohl legal als auch illegal in feindlichen oder vollständig isolierten Regionen zu operieren. Und zwar dort, wo der Einfluss der SCP Foundation stark eingeschränkt ist. Ob in Kriegsgebieten, verarmten Regionen der Dritten Welt oder nach Naturkatastrophen. Manna arbeitet genau dort, wo menschliches Leid am größten ist. Ihre Hilfe ist meist willkommen, doch ihr Einsatz anomaler Mittel macht sie zu einer schwer kalkulierbaren Variable, die jederzeit ungewollte Nebeneffekte erzeugen kann.
Beziehungen zu anderen Gruppen und zur SCP Foundation. Die Manna Foundation bleibt eine der wenigen Gruppen, die keine antagonistische Grundhaltung einnimmt. Ihre Ziele überschneiden sich in vielen Fällen mit den Interessen der SCP Foundation, zumindest oberflächlich. Dennoch bestehen Einwände. Der unkontrollierte Einsatz anomaler Ressourcen stellt ein Risiko für den globalen Status quo dar. Während andere Interessensgruppen gezielt Macht, Profit oder Einfluss anstreben, zeichnet sich Manna durch eine fast naive Gutgläubigkeit aus. Doch gerade diese Naivität birgt Gefahren. Ein anomales Objekt, das in guter Absicht verteilt wird, kann unbeabsichtigte Kettenreaktionen auslösen, von lokalen Katastrophen bis hin zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen. Fazit: Wohltäter mit unberechenbarer Wirkung. Die Manna Charitable Foundation bleibt ein moralisches Paradox. Sie handelt aus Mitgefühl, setzt aber Mittel ein, die sie selbst nicht vollständig versteht und deren Konsequenzen kaum abschätzbar sind. Ihre Einsätze lindern Leid, retten Leben und stabilisieren Regionen. Aber sie tun es mit Werkzeugen, die potenziell jeden Aspekt des globalen Gleichgewichts beeinflussen können. Ob die Stiftung langfristig eine Kraft des Guten ist oder ob ihre anomalen Interventionen eines Tages zu weitreichenden Schäden führen, bleibt unklar. Doch eines steht fest: In der Welt der Anomalien ist kein Weg zur Hölle so gut gepflastert wie der, der mit guten Absichten beginnt.